Hallo meine Lieben, im heutigen Video für die Geschenkideen wollte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach Buchzeichen mit Magneten mit dem Plotter selber gestalten und machen könnt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Ich werde für das Projekt zwei Sachen verwenden oder drei Sachen. Ich habe hier für die Basis, das heißt für das Zeichen selber, werde ich ein 200 Gramm Papier verwenden. Dann werde ich Sticker machen, die ich da drauf mache, passgenau. Da nehme ich das Printable Vinyl, weil ich einfach finde, dass die Qualität von den Stickern besser wird und wenn man es im Buch drin hat und die Seiten dann drauf reiben, ich will einfach, dass das länger hält. Ne? Von dem her nehme ich Printable Vinyl. Ihr könnt aber auch selbstklebende Etiketten nehmen. Auch das geht. Ne, ich mache das ab und zu auch für so kleine Sticker. Das geht schon auch. Aber ihr werdet sehen, wenn ihr das mal anguckt. Oder ich habe auch ein Video gemacht, wo ich gezeigt habe, wie ich Sticker mache. Und da habe ich die beiden miteinander verglichen. Da seht ihr auch den Qualitätsunterschied. Zudem habe ich hier so ein Magnetband, was man ganz einfach mit der Schere schneiden kann. Und das hat auf der Rückseite einen Kleber. Und das wird dann die Basis, damit wir das Zeichen mit dem Magnet zusammenhalten können. Jetzt starten wir aber zuerst im Cricut Design Space, wo wir das ganze Design vorbereiten. So, wir starten wie gesagt im Cricut Design Space und sorry, wenn es bei mir ein bisschen komisch klingt. Ich habe gerade einen Hustenbonbon im Mund, weil sonst hält meine Stimme das heute nicht mit oder macht das nicht mit. Die beiden lösche ich wieder, das mache ich nicht. So, ich habe da was vorbereitet und zwar einmal als erstes, wenn ihr euch fragt, warum mein Hintergrund jetzt grün und nicht weiß ist, ihr könnt hier, wenn ihr auf den Hintergrund geht, könnt ihr die Farbe anpassen, wie das für euch passt. Und ich finde das gerade, wenn ich mit Stickern arbeite, damit ich die Outlines besser sehe oder die Umrahmung besser sehe, dann mache ich den Hintergrund gern in einer anderen Farbe. Dann habe ich hier schon meine Bilder eingefügt und da könnt ihr Sticker an verschiedenen Orten kaufen oder Motive oder vielleicht zeichnet ihr auch selber. Ich habe ein Video gemacht, wo ich gezeigt habe, wie ich die selber mache. Das verlinke ich euch hier oben. Und das andere ist aber auch, die sind jetzt von freepik.com und da habe ich mal gezeigt, wie ich mit denen im Adobe Illustrator arbeite und die ich so aufbereite, dass ich dann eben Sticker habe. Das ist eine andere Variante, aber dann nehmt ihr einfach das Bild, was euch gefällt. Ne? Ich mag es einfach bei den Stickern, wenn die eine weiße Umrahmung haben. Um die Bilder hochzuladen, da geht ihr einfach auf Hochladen, dann sagt ihr Bild hochladen und dann zieht ihr euch das Bild hier einfach drauf und sagt Komplex, weiter, anwenden und fortfahren. Und jetzt speichert ihr das einmal so als Bild, Printen Cut, hochladen. Dann geht ihr nochmal auf Bild hochladen und holt das Bild nochmal rein. Auch wieder Komplex, auch wieder anwenden und diesmal aber die Schnittdatei und hochladen. Und die beiden könnt ihr jetzt auswählen und zur Leinwand hinzufügen. Jetzt sind die unterschiedlich groß und hier habe ich noch weiße Stellen, die will ich nicht haben. Die nehme ich raus. So, jetzt muss ich das Bild, das kann ich in den Vordergrund nehmen. Und dann macht ihr die beiden ganz einfach gleich groß. Ne? Das Bild hier, 7,9 mache ich Ctrl C, dann gehe ich auf Schwarze, sage Ctrl V. Dann sind die beiden gleich groß. Der schwarze mache ich jetzt noch weiß. Dann markiere ich beide und sage hier zentrieren. Ne, dann müsste das passen. Und so habe ich einerseits mein
Print-and-Cut-Bild und dann aber auch den Hintergrund. Das lösche ich jetzt wieder, weil das ist nicht eines der Motive, die ich heute machen will. Das war nur, um euch das zu zeigen. Ich will diese 6 hier haben. So, und jetzt müssen wir die bearbeiten. Und zwar, die hier sind alle auf Print and Cut gestellt. Die werde ich aus einem Stickerpapier ausschneiden. Und die hier verwende ich, um das Buchzeichen zu machen. Jetzt bereite ich schon mal die Sticker vor. Ich habe hier ein Viereck eingefügt und habe die Größe so angepasst, dass es 17,2 x 23,5 cm sind, weil das ist beim Cricut Design Space der maximale Platz, den ich verwenden kann für einen Print and Cut. Und darauf platziere ich mir jetzt meine Sticker, möglichst platzsparend. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Ihr seht jetzt, ich habe ein paar doppelt. Das ist ganz einfach so, ich versuche das Blatt wirklich komplett zu nutzen und dann passt das schon, wenn ich eins nur als Sticker habe, dann mache ich im Ganzen 9 von denen. Passt. Dann kann ich diesen grauen Rahmen ausblenden und die verbinden, so dass die dann genauso platziert werden. Jetzt mache ich das aber so, dass ich die kurz ausblende, weil das Ganze ausführen mache ich nachher. So, jetzt habe ich hier meine einzelnen Elemente und die dupliziere ich jetzt alle und schiebe die nach oben. Jetzt gehe ich kurz hin und zentriere die jeweiligen Pärchen. Und dann markiere ich die oberen. Ich halte die Shift-Taste und drücke da einfach drauf. Und sage dann Spiegeln, vertikal spiegeln. Und gehe jetzt mit der Pfeiltaste nach oben, ne, so dass ich die nur vertikal verschiebe, aber nicht horizontal. Da brauche ich ein bisschen mehr Platz. Dasselbe mache ich mit denen. Ich gehe mit der Pfeiltaste runter, so dass ich das wirklich nur so verschiebe. Und die Lücke, die hier entsteht, ist das, was oben übers Buch drüber geht. Gucken wir mal, eine Form einfügen, Viereck. Ich würde sagen, wir nehmen da je 1 cm. Das heißt, das Ding hier muss 2 cm in der Höhe sein. Und das verwende ich jetzt, um einfach den Abstand mir anzugucken. Das will ich ein bisschen näher nehmen, damit ihr das seht. Ich lege das hier beim einen, bei dem oberen, an dieses Ohr, dann klicke ich auf das andere, gehe dann noch ein bisschen runter. Und so mache ich das bei jedem, damit der Abstand 2 cm ist. Und dann, weil das wird das verbindende Element von diesen beiden Teilen, das will ich schon ein bisschen breiter haben. Da hebe ich die Verbindung auf und dann ziehe ich das so, dass ich hier den einen Teil oben verdecke und hier unten auch, ne? Da wo dieser Ausschnitt ist, da lege ich das drauf. Ich würde sagen, so passt es. Und das dupliziere ich jetzt noch 5-mal, weil ich habe ja 5 von diesen Zeichen.
Ganz vergessen, dass hier auch noch eins ist. Und was ich jetzt mache, ist diese 3 Teile markiere ich alle und dann sage ich verschweißen. Und das bei allen. So, dann haben wir die Buchzeichen. Da mache ich mir jetzt noch kurz eine A4-Seite, damit ich weiß, wo ich das ausrichten soll, weil mein 200 Gramm Papier ist eine A4-Seite. Und A4 sind 21 cm in der Breite und 29,7 cm in der Höhe. So, gebe ich das in den Hintergrund. Das versuche ich möglichst optimal auf dem Blatt zu platzieren. Hier bei dem, das reicht nicht mehr auf ein A4-Blatt, passt, dann werde ich das separat machen. Den Bären weiß ich, den habe ich zweimal. Dann auch dieses Rentier, den Pinguin, das weiß ich, das ist der. Jetzt, wo ist das Rentier, ne? Ich muss hier kurz vom Rentier eine Kopie machen, damit ich sehe, welches Element das ist. Wäre gut gewesen, wenn ich das vorher gemacht hätte, ne? Das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Ja, das ist es. Okay. Dann brauche ich das auch noch zweimal. Das heißt, ich dupliziere mir die Seite nochmal. Und jetzt kann ich die auch noch anordnen. So, dann brauche ich die Seite nicht mehr. Die Seite brauche ich auch nicht mehr. Die kann ich verbinden. Und die kann ich verbinden. Und jetzt drucke ich kurz das hier aus. Und dazu muss ich die anderen Sachen ausblenden. Das heißt, das blende ich aus und das blende ich aus, damit er auch weiß, was er drucken soll. Nämlich das hier. Dann sage ich herstellen. So sieht das Druckergebnis aus. Sage ich weiter. Und jetzt sende ich das an den Drucker. Was ich jeweils mache, das geht nur auf dem PC, das geht auf dem iPad nicht, aber auf dem PC könnt ihr sagen, Systemdialog anwenden. Weil dann könnt ihr auf die Einstellungen zugreifen und Qualität optimal nehmen. Dann wird das Ganze noch schöner. Und so drucke ich das aus. Wenn er das gedruckt hat, dann könnt ihr das auf eure Matte legen. Dann können wir sagen, auf was für ein Material wir das ausschneiden wollen. Gehe ich auf alle Materialien und suche da Printable Vinyl. Hier wird druckbares Vinyl, das nehme ich, sage fertig und dann sagt der Feinschnittklinge und ich soll die Matte laden. Genau das mache ich. Und dann kann ich los sagen und dann sucht er hier diesen Rahmen ab und wird dann entsprechend schneiden. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday. Und wenn er fertig ist, könnt ihr das rausnehmen. Und mit der Einstellung gibt es eine Kiss-Cut-Technik. Das heißt, hinten wird nicht geschnitten, sondern nur die Sticker selber sind geschnitten. Ne? Dann kann ich hier sagen, fertigstellen.
Jetzt haben wir das gemacht. Die blende ich wieder aus und dafür blende ich die anderen Sachen ein und sage herstellen. Der macht mir 2 Matten, das ist genau das, was ich will. Dann kann ich sagen weiter. Und ich habe mir hier einen Medium Cardstock angelegt. Ihr guckt einfach, welche von den Materialien passen für den Farbkarton oder den Karton, den ihr verwendet. Und das muss ja nicht weiß sein, es kann auch Farbe sein. Und wenn ihr Materialien neu habt, dann macht auf jeden Fall zuerst Testschnitte. Ich weiß hier, der passt wunderbar, den nehme ich. Und dann kann ich auch hier Matte laden und Feinschnittklinge laden. Das heißt, ich nehme hier meinen Karton, platziere den hier mit einem kleinen bisschen Abstand zum Rand, weil er hat ja immer, ich kann ja das nicht in die Ecke legen, sondern er macht da immer noch so einen kleinen Rand ringsherum. Und so lade ich das und sage los. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I longed for. Dann ist er mit der ersten Matte fertig, die kann ich rausnehmen. Und wenn ihr Papier löst von der Matte, dreht die Matte um und biegt die Matte, nicht das Papier, sonst wälzt sich das dann wunderbar. So, das war die erste Ladung. Dann kommt noch die zweite Ladung. Die hier waren jetzt alle auf dem Kopf, deshalb drehe ich die alle einmal um, damit sie dann richtig liegen. Dann können wir hier los sagen. So, und jetzt geht es darum, die schön in der Mitte zu falten. Das heißt, ich lege die hier aufeinander, dass das genau stimmt. Und so falte ich die schon in der Mitte und gehe dann noch einmal mit dem Falzbein drüber. So, jetzt haben wir unsere kleinen Buchzeichen. Ne? Und wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, dann müssten die Kleber hier drauf passen. Jetzt weiß ich, das hier ist das mit den Geschenken. Kann ich den schön rauslösen und den Pass genau hier drauf bringen. So haben wir den schon mal drauf und das mache ich jetzt mit allen noch. Ihr könnt übrigens gleich wie mit der Vinylfolie auch den Trick hier machen mit dem Backtrennpapier, weil der Sticker klebt hier nicht richtig drauf und so könnt ihr das besser platzieren, dass das wirklich stimmt, weil ihr seht ja durch das Backpapier durch. Könnt den schön platzieren. Dann hier habe ich einen Teil, wo ich kein Backpapier drunter habe. Kann den hier festmachen, das Ganze wieder anheben und dann den Rest noch feststreichen. Geht noch ein bisschen einfacher und genauer, wenn ihr das so macht. But the difference this time is that ever since July I've been happier than I have ever been. It's safe to say that my love for you is true. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out in nowhere.
Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out in nowhere, just us and no one else. I've decorated everything to be perfect for this week. So, dann haben wir hier wunderbar schon mal unsere süßen Buchzeichen. So was, ne? Und damit die jetzt auch wirklich zu Buchzeichen werden, kommt eben das Magnetband zum Einsatz. Und da schneide ich mir jetzt für jedes Element 2 Vierecke aus. So, wieder. Und diese können jetzt ganz einfach hier auf die Elemente drauf. Ich mache die jeweils eher im unteren Bereich, das heißt in etwa hier fest. Könnt ihr ganz einfach das Kleb oder die Abdeckung des Klebebandes wegnehmen. Dann macht ihr das auf der einen Seite fest, innen drinnen. Macht das andere oben drauf, löst da den Kleber ab und dann legt ihr das schön drauf, ne? Und drückt es einmal fest. Weil so haben wir jetzt ein Element, was, na, ihr hört's, das schnappt zusammen. Und auch das mache ich mit allen. Cabin out in nowhere, just us and no one else. I've decorated everything to be perfect for this week. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Und so sind die auch schon fertig. Und wenn wir da jetzt ein Buch nehmen, na, und das hier ganz einfach reinmachen. Ne? Das hält wunderbar. Dann könnt ihr es lösen, wenn ihr weitermachen wollt. Und auf die nächste Seite wieder drauf machen. Ich finde das wirklich eine super süße Art, eben solche Buchzeichen zu machen, damit ihr das noch in Nahaufnahme seht, ne? Hier wunderbar der Kleber drauf und innen drin haben wir dann die beiden Magnete. Ich hatte mir am Anfang überlegt, die hinten noch abzudecken, aber die Magnetkraft ist eben nicht so extrem stark. Es ist genug, damit die Seite das an der Seite festhält. Aber wenn ich da jetzt nochmal 2 Papierseiten drauf mache, weiß ich nicht, wie gut es halten würde. Aber ich finde, das stört auch nicht, weil man guckt es ja nicht von innen an, sondern von außen. Das war auch schon die Idee, die ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, ihr habt Lust, sowas selber zu machen. Ich kann mir auch super vorstellen, sowas auch für Scrapbooken zum Beispiel. Kann man das sicher auch verwenden. Aber ja, eben. Ich hoffe, die Idee hat euch gefallen. Ich hoffe auch, dass ihr Lust habt, das selber nachzubasteln. Und natürlich, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! Another year went by, but the difference this time is that ever since July